watching German Gyan. My name is Jayan, and guys, today I want to wish you all happy Easter. Yes guys, Easter is a festival which is celebrated in Germany in a very great way and a very exciting festival. So in this video we're gonna tell you why and how German people do celebrate this festival. So this gonna be a detailed essay, why, when, how, each and everything about Easter in Germany. So do keep your copies and pen with you so that you can practice 3 videos with us of German language, and the whole video will be in German but with the English subtitles. So please guys, make sure that you are learning new vocabulary, you are doing a lot of new things so that German Gyan can actually help you in the depth way. So let's start the video, and if you want to learn German, then this is a WhatsApp number. Just WhatsApp us right now, and without wasting time, let's get started. Ostern ist ein lebendiger und bedeutender Feiertag, der tief in religiösen Brauchen und kulturellen Traditionen verwurzelt ist. Es markiert den Höhepunkt der feierlichen Fastenzeit und feiert die Auferstehung Jesu Christi und verkörpert Themen wie Wiedergeburt, Erneuerung und die Ankunft des Frühlings. In Deutschland ist Ostern nicht nur eine eintägige Angelegenheit, sondern vielmehr eine Jahreszeit voller Rituale, Bräuche und Festlichkeiten, die die Gemeinschaften zu einem fröhlichen Feste zusammenführen. Die Woche vor Ostern wird als Karwoche bezeichnet und umfasst den Palmsonntag zum Gedenken an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, Gründonnerstag zum Gedenken an das letzte Abendmahl, Karfreitag zum Gedenken an die Kreuzigung Jesu und Karsamtag, ein Tag der feierlichen Erwartung. In Deutschland wird Ostern mit einer Mischung aus religiösen Bräuchen, kulturellen Traditionen und festlichen Bräuchen gefeiert. Ostermärkte. In der Zeit vor Ostern finden in ganz Deutschland Ostermärkte statt, auf denen Händler eine Vielzahl von Waren wie Osterdekorationen, Kunsthandwerk, traditionelle Lebensmittel und Leckerien verkaufen. Diese Märkte schaffen eine lebendige Atmosphäre und sind beliebte Ziele für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Ostereier verzieren. Das Verzieren von Eiern ist in Deutschland eine liebgewonnene Ostertradition. Die Familien kommen zusammen, um Eier mit natürlichen Zutaten zu färben oder sie mit komplizierten Mustern zu bemalen. In einigen Regionen werden Wettbewerbe um die am schönsten verzierten Eier veranstaltet, was dem Fest ein wettbewerbsähnliches Element verleiht. Osterbäume. In vielen Teilen Deutschlands ist es üblich, Osterbäume zu sehen, die mit bemalten Eiern, Bändern und anderen Ornamenten geschmückt sind. Diese Bäume, die oft auf öffentlichen Plätzen oder in Gärten stehen, symbolisieren die Ankunft des Frühlings und die Erneuerung des Lebens. Osterfeuer. Am Ostersamstag oder Sonntag werden in den Gemeinden
vor allem in ländlichen Gegenden Osterfeuer entzündet. Diese Feuer, die auf heidnische Zeiten zurückgehen, symbolisieren das Ende des Winters und die Ankunft des Frühlings. Sie werden oft von geselligem Beisammensein, Essen und Musik begleitet. Religiöse Observanz. Der Ostersonntag wird in ganz Deutschland mit Gottesdiensten begangen. In vielen Kirchen finden besondere Osternächte und Prozessionen statt, bei denen die Geschichte der Auferstehung Jesu in Liedern und Lesungen erzählt wird. Es ist eine Zeit der geistlichen Besinnung und des gemeinsamen Gottesdienstes. 6. Mahlzeiten am Ostersonntag. Am Ostersonntag kommen die Familien zu einem festlichen Essen zusammen, bei dem traditionelle Gerichte wie gebratenes Lamm, Schinken, Eier und Frühlingsgemüse auf dem Tisch stehen. Der Tisch ist oft mit bunten Eiern und anderen Osterdekorationen geschmückt. Ostereier suchen. Ostereier suchen ist eine beliebte Aktivität vor allem für Kinder. Eltern oder Gemeinden verstecken verzierte Eier, Schokolade oder andere Leckereien und die Kinder suchen sie in Gärten, Parks oder rund ums Haus. Es ist eine fröhliche und spielreiche Tradition, die den Feiertag aufregend macht. Der Ostermontag ist ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Viele Menschen nutzen diesen Tag für Freizeitaktivitäten wie Picknicks, Wanderungen oder Besuche in Parks und Gärten. Es ist eine Zeit der Entspannung und des Genießens des frühlingshaften Wetters mit Familien und Freunden. So guys, happy Easter once again. I hope you have learned how German people do celebrate this festival. I hope you have learned a lot of new vocabulary. I hope you enjoyed the 3 modules with us. Let's see you in the next video. Till then, keep showering love to German Gyan. Keep learning German with German Gyan. Take care. Choose. Subscribe नहीं किया है तो अभी जाके कर दो because जरूरी है और free भी है. So we'll see you in the next video. Till then, cheers.